Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein einfaches und schnelles Rezept für einen leckeren griechischen Bauernsalat mit Kartoffeln und Feta-Käse. Dafür als erstes 600 bis 750 Gramm Drillinge bzw. kleine junge Kartoffeln mit Schale in einen kleinen Topf geben, knapp mit reichlich gesalzenem Wasser bedecken, zum Kochen bringen und dann für ca. 15 bis 20 Minuten bei reduzierter Hitze und geschlossenem Deckel gar kochen, die fertigen Kartoffeln anschließend abgießen und bis zur weiteren Verwendung ausdampfen lassen. Weiter geht's mit dem Dressing. Dafür als erstes eine Knoblauchzehe abziehen und fein hacken bzw. pressen, in eine kleine Schüssel geben, dazu den Saft einer halben Zitrone geben, einen gehäuften Teelöffel Senf, ich habe hier körnigen Senf verwendet, dann einen Teelöffel Honig dazu geben, einen gehäuften Teelöffel getrockneten Oregano, danach einen sehr guten Schuss Olivenöl, 75 bis 100 Milliliter, einen kleinen Schuss Apfel- oder Rotweinessig und zum Schluss noch eine sehr gute Prise Salz sowie frisch gemahlener Pfeffer. Alle Zutaten anschließend mit einem Löffel oder einem Schneebesen verrühren und ebenfalls bis zur weiteren Verwendung zur Seite stellen. Danach müssen wir uns nur noch um die restlichen Salatzutaten kümmern. 3 bis 4 Tomaten halbieren und grob in Stücke oder Spalten schneiden. Dann eine große gelbe Paprika waschen, entkernen, ebenfalls in mundgerechte Stücke schneiden. Und danach habe ich hier noch eine große halbe Salatgurke längs vierteln, ebenfalls in kleine Stücke schneiden und zum Schluss eine rote Zwiebel abziehen und mit einem Messer in feine Ringe schneiden. Die Zwiebelringe nachher ein wenig auseinanderdrücken, alle Zutaten in eine große Salatschüssel geben. Dazu kommen dann die lauwarmen Kartoffeln. Die könnt ihr einfach je nach Größe halbieren oder vierteln. Dann mit in die Salatschüssel geben. Schwarze Oliven dürfen natürlich auch nicht fehlen, ca. 150 Gramm. Und dann kommt das vorbereitete Dressing dazu. Einfach über den Salat gießen, alle Zutaten einmal gut durchrühren, damit sich das Dressing schön verteilen kann. Und dann sind wir auch schon fertig. Jetzt können wir den Kartoffelbauernsalat servieren. Dafür einfach auf tiefen Tellern verteilen. Zum Schluss noch etwas Feta-Käse drüber bröseln. Alternativ könntet ihr den Feta-Käse aber auch würfeln und ebenfalls mit in den Salat geben. Und danach wünsche ich euch einen guten Appetit, viel Spaß beim Nachmachen, bis zum nächsten Mal.